Kyoto ist dafür bekannt, einer der traditionellsten Großstädte in Japan zu sein. Zum Beispiel gibt es immer noch die berühmten Geisha-Viertel und genau in so einem Viertel bin ich jetzt und fange ich auch an. Dieses Stadtteil heißt Gion. Ich nehme euch ein bisschen mit und ihr werdet sehen, was ich meine, wenn ich sage Traditionelles und Moderne vermischt. Also diese Straße, dieser Bereich nennt sich Hanamikoji und man sieht hier echt viele hier. Guck, so im Kimono und so, die Läden hier, sehr traditionelle Architektur, kleine enge Gassen, nice. Hier zum Beispiel die Cafés und Bars sind richtig so mit, man zieht die Schuhe aus und geht rein. Wir sehen können so eine traditionelle japanische Schiebetür. Alle Läden hier haben hier so eine Lampenschirme und immer so eine Tücher vor der Tür. Versteht ihr, was ich meine mit traditionell? Hat man noch so einen großen geilen Park, wo man sich dann ausruhen kann. Ich höre nochmal so einen Tempel zwischendurch. Ich bin jetzt in der Stadtteil Arashimaya gekommen und das dauert von Kyoto ungefähr eine halbe Stunde, kostet 240 Yen. Und hier gibt es einen der berühmtesten Wälder der Welt und den gehe ich jetzt besuchen und zeige euch den natürlich auch. Das Geile ist einfach immer, man muss sich nie fragen, wo muss ich lang. Immer einfach der Masse hinterher, immer den Touristen hinterher und dann findet man schon, was man sucht. Der Bamboo Forest ist ein natürlicher Bambuswald und besteht hauptsächlich aus Moso-Bambus. Er ist 24/7 geöffnet und der Eintritt ist frei. Also ich bin jetzt in diesen berühmten Bamboo Forest gekommen, Bamboo Grove nennt sich das, den man so von Bildern und einfach vom Sehen her kennt. So ein schöner Ort zieht aber auch natürlich viele Touristen an und das macht den Wald leider sehr, sehr voll. Aber schön ist es auf jeden Fall. Schöne, klare, frische Luft und einfach ein nicer Vibe. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich glaube, ich habe noch nie echten Bambus angefasst. Premiere. Oh. Oha, und dann gab es jetzt nochmal so eine Überraschung. Wie schön. Und vor allem ist es echt riesig. Ich laufe einfach, keine Ahnung, wo ich rauskommen werde. Der Wald wird mich schon leiten, der Geist des Waldes. Also ist auf jeden Fall schön, ist auf jeden Fall ein Besuch wert, alleine weil es schon so famous ist. Aber sehr voll. Ich bin jetzt auch am Wochenende gekommen, es ist Samstag. War klar, dass es so voll ist. Ich bin ja nicht der Einzige, der auf die Idee kommt. Kommt am Wochentag, dann ist es vielleicht leerer, obwohl man weiß nie. Eine weitere berühmte Aktion hier bei diesem Bamboo Forest ist der Romantic Train, Saigon Romantic Train. So hieß der, glaube ich. Da habe ich mir jetzt ein Ticket geholt, 880 Yen. Sieht ganz nice aus, ist ein One-Way-Ticket, dauert so ungefähr 20 bis 25 Minuten. Das war nice und von hier kann man jetzt dann den Anschlusszug, normaler Zug, Bahn, nach Kyoto zurücknehmen. Und da geht es dann weiter. Und wer nach Kyoto kommt, muss auch die Kyoto-Ramen essen. Dafür habe ich euch einen besonderen Laden rausgesucht. Der Laden des Namens ist Wayorimoni Sugari Ramen. Und das Besondere an ihm ist die spezielle Soße, die sie für ihre Nudeln benutzen. Also man bestellt das hier an so einem Bildschirm und an dem ist halt besonders, der benutzt nicht nur so normale Suppe, vielleicht sieht man nicht so schon ein bisschen, sondern so eine Fisch-Hühnchensuppe, die einfach viel thicker ist, viel dicker. Aber jetzt suchen wir was aus. So, ich nehme jetzt so einen Rahmen mit Rind und Large Serving natürlich. Weil es auch einfach nur 100 Yen Unterschied macht, nämlich natürlich die größere Version. So, und wenn man sich dann hier so eine Nummer gezogen hat, muss man hier im Wartebereich warten. Also ich habe jetzt keine 10 Minuten gewartet, bin jetzt dran, trinke jetzt meinen grünen Tee und dann gibt es gleich Essen. Hier unten versteckt gibt es dann so Gewürze, ist kein Vape, ist Gewürz. Keine Ahnung was für Gewürze, aber es gibt Gewürze. Oh, Stäbchen sind hier. Wie ihr sehen könnt, das ist nicht so eine klassische Rahmsoße, sondern so eine braune Soße. Misch mit Fisch und Huhn. Riecht lecker, sieht lecker aus. Probieren wir es mal.
Also meine ist natürlich mit Rind. Hier, das ist Rind und richtig lecker. Also hat einen richtig krassen Eigengeschmack. Kriegt von mir 9 von 10 Sternen. Doch, Mann, die hat es auf jeden Fall verdient. Ich schwöre, das war richtig gut. Richtig lecker. Hier komme ich auf jeden Fall nochmal her. Richtig geiler Laden. Kommt vorbei. Kommt vorbei. Wer nach Kyoto kommt, muss auch auf jeden Fall Tempel und Schreine besuchen. Schätzungsweise gibt es 2000 Stück in Kyoto. 14 davon sind UNESCO-Weltkulturerben. Der berühmteste davon ist der Tempel der 1000 Tore. Und den Tempel hier mit den roten Bögen bzw. Schrein ist der Fushimi Inari Taisha. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, die Bögen. Hier musste ich natürlich herkommen. Hier wird gebetet. Ein sehr, sehr berühmter und bekannter Tempel, ne? Sehr voll. Hier, das sind halt diese berühmten Torbögen, die jeder kennt. Aber echt gut voll, Alter. Der Vibe kommt gar nicht so rüber, leider. Die Tore werden halt mit Spenden gebaut und hier stehen halt die ganzen Namen von den Leuten, die gespendet haben. Und umso größer die Bögen, umso mehr Geld wurde natürlich gespendet. Und hier, wenn ihr so ein leeres Feld seht, heißt das für Spenden offen. Hier so ein Bogen in Japan, in Kyoto will, muss einfach nur spenden. Go for it. Es ist halt echt fast unmöglich, hier einen leeren Spot zu finden, um vernünftig ein Foto zu machen oder Video. Also es gibt hier echt richtig viele Bögen. Ich dachte, das sind so ein paar und dann war es das. Nee, es geht wirklich einmal hier um diesen Park drumherum. Und dann findet man auch ruhige Orte, wo man Fotos machen kann. Jetzt habe ich welche gefunden, wo weniger los ist. Das Schöne ist an diesem Tempel, es gibt hier dann am Ende nochmal eine Streetfood Area. Nice. Weiter geht's mit Sanensaka. Diese Fußgängerstraße würde ich als meinen Lieblingsort in Kyoto bezeichnen. Nicht nur eine heftig interessante Fußgängerzone, sondern auch ein guter Ort, um den Sonnenuntergang anzuschauen. Aber seht selber. Hier auch alles wieder sehr traditionell japanisch. Ich weiß nicht mal, was es ist. So was wie Rosenblüten. Also hier ist echt perfekt für Souvenirs, was auch immer das sein soll. Aber Souvenirs kann man hier sehr gut kaufen. So eine Winkelkatze, die nicht winken kann. Das ist ja mal richtig nice. High Quality Ice Sword. Es ist so scharf, man schneidet sich schon an beim Hinschauen. Einfach ein Laden nur für Fächer. Sowas gibt's auch nur in Japan. Und dieser Fächer kostet einfach 5000 Euro. Okay, das ist auf jeden Fall hier mein Top-Favorit an Einkaufsstraßen. Geiler Vibe, interessante Läden, hier habe ich auch richtig Bock zu gucken. Ich kaufe zwar nichts, aber ich habe Bock zu gucken. Richtig viele verschiedene Sachen. Das kriegt hier von mir 1+ mit Sternchen für Einkaufsstraße. Übrigens eine Legende besagt, wer bei dieser Straße hier stolpert und hinfällt, wird innerhalb der nächsten 3 Jahre sterben. Also gut aufpassen. Digga, kann das schmecken? Nein, schmeckt nicht. Bäh. Gute Mülleimer. Und am Ende der Einkaufsstraße gibt es dann nochmal so ein paar Tempel. Auch wieder sehr voll, aber sieht auf jeden Fall nice aus. Digga, wie nice, Mann. Oh mein Gott, diese Aussicht. Oh mein Gott, wie heftig, Digga. Ich wusste gar nicht, dass am Ende sowas ist. Nice. Richtig. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich. Und richtig nice. So, sag's nochmal, richtig nice, richtig nice. Richtig nice. Da gönne ich mir nochmal eine Minute und genieße nochmal die Aussicht. Bis gleich. So, ich bin jetzt nochmal zum Matcha-Haus gekommen. Auch eine berühmte Süßspeise in Kyoto. Ich liebe Essen, ich liebe Süßes. Probieren wir es einfach mal. Also das sieht doch schon mal richtig fett aus. Richtig nice. Boah, geil. Das ist grüner Tee-Eis. Litchi. Oh, lecker. Das ist richtig geil. Also die grünen Tee-Eis finde ich jetzt nicht so geil. Ich dachte erstmal so, oha, wird Flop. Aber die Schichten darunter, vor allem dieses Matcha, richtig nice. Also das kriegt von mir eine lockere 8 von 10.
Also diese Matcha-Häuser, die gibt es halt überall, die dieses Matcha verkaufen, ne? Aber hier, wo ich gerade bin, ich packe euch den Link unten rein, ist halt bekannt. Er ist nah bei dieser Einkaufsstraße, die ich eben so gefeiert habe. Natürlich muss ich auch den Foodmarkt der Stadt erkunden. Nishiki Foodmarkt, sehr viel Auswahl. Kann mich wieder nicht entscheiden. Ich will wieder alles essen. Ey, ich finde, die sehen so niedlich aus. Seid mal ehrlich. Der Nishiki-Markt ist sehr zentral und hat wie jeder japanische Streetfood-Markt viel Fleisch und Fisch zu bieten. Die Preise gehen auf jeden Fall mega klar. Würde sogar sagen, das war der preiswerteste Streetfood-Markt, auf dem ich bis jetzt war in Japan. Ein Restaurant bzw. Essen, das ihr auf jeden Fall auch probieren müsst, wenn ihr nach Japan kommt, bzw. Kyoto, ist japanische Curry. Bruder, das ist so lecker. Ich gehe jetzt den 3. Tag in Folge japanischen Curry essen. Ich habe immer das mit Chicken genommen, aber heute werde ich das mit Seafood Curry nehmen. Es ist einfach richtig lecker. Und wirklich, Kokoichi kann ich euch nur empfehlen. Es ist richtig lecker hier. Hier, man kriegt natürlich wie immer sehr viel Reis dazu. Seafood, Meeresfrüchte. Und der Curry ist einfach einzigartig gewürzt. Das ist immer so lecker. Ich bin jetzt nach Pochonto gekommen. Das ist auch einer der Geisha-Districts in Kyoto. Aber vor allem kann man hier gut und viel essen und ausgehen. Also es gibt hier viele Bars, Clubs, Discos. Ich werde es mir mal ein bisschen anschauen. Mich auch später irgendwo reinsetzen. Hier. Das ist halt ein richtig beliebtes Stadtviertel. Guck hier auch der Fluss. Einer der Hotspots für jüngere Leute. Sie chillen da, trinken, genießen den Fluss. Auf jeden Fall eine nice Gegend. Also ich mag die Gegend richtig gerne, weil es einfach erstmal so eine Partygegend ist. Die Leute können hier Spaß haben, aber auch gleichzeitig sehr traditionell gebaut ist. Nicht auf modern gemacht. Ja, Mann, die perfekte Mischung aus Moderne und Gut gelungen, Kyoto. Das ist echt eine riesige Gegend mit Hauptstraße, ganz viel Nebenstraßen, enge Gassen, breite Gassen. Viel zu erleben, viel zu sehen, viel zu essen, viel zu trinken. Wer was erleben will, kommt nach Pochonto. Oha, die haben sogar einen Laden nach mir benannt. King. Digga, auf jeden Fall geht's jetzt in die Bar Bremen. Das ruft nach mir. Ich bin ganz alleine hier. Wer hierher kommt, besucht Bar Bremen, Digga. Make some noise for Bremen. Und ich habe hier von meinem Freund, say hello. Habe ich hier noch so einen Sticker bekommen. Bar Bremen. Very nice, thank you. Bye, bye. Das war ein nicer Abstecher. Er meint halt zu mir, das wird später voll, wenn die Leute betrunkener sind und Karaoke singen wollen. Ich habe mich gefreut. Und hier habe ich irgendwie auch nochmal Bock rein in die Happy Stand Kyoto Bar. Let's go! Echt eine nice einheimische Bar, sehr gute Preise. Happy Stand Kyoto. Empfehle ich euch auch, aber erstmal Bremen Bar, danach Happy Stand, okay? Versprochen, gut. In Kyoto kann man auch lernen, ein Samurai zu sein und die Studios besuchen, wo die meisten Samurai- und Ninja-Filme gedreht werden. Aber das Ganze zeige ich euch nächste Woche.